ist Johann, bin FreeBSD-Dokumentierer, das heißt, schreibe neue Dokumentation, aktualisiere alte Dokumentation, probiere Fehler aus und so weiter. Das in Gemeinschaft mit diversen anderen Leuten, unter anderem Benedikt hier. Was jetzt geplant ist, in der praktische Teil 1 ist die Installation von PC-BSD. Dazu wird es am Anfang Informationen geben, was genau ist PC-BSD überhaupt, was ist der Unterschied zum normalen FreeBSD. Dann gehen wir durch die Installation durch, kriegen ein fertiges, bootbares, benutzbares System und anschließend ist noch geplant, kurz einen Ausblick zu geben auf die nächste Version PC-BSD. Das wird auch einiges ändern. Gut, zu den Basics. Was ist PC-BSD? PC-BSD ist im Prinzip FreeBSD. Das ist das erste Wichtige, was man wissen sollte. Wenn ich alles, was ich im Prinzip unter FreeBSD machen kann, kann ich genauso gut unter PC-BSD machen. Sprich, kann ich als Ports, Packages, Netzwerkkonfiguration, alles im Prinzip genauso machen, wie es in FreeBSD herkommen wird. Was ist der große Unterschied im Gegensatz zum FreeBSD, das doch allgemein gesagt eher für Server ausgelegt ist PC-BSD dezidiert für die Arbeit im Desktop ausgelegt. Sprich, wir kriegen eine grafische Oberfläche, wir kriegen diverse Programme vorinstalliert und es ist versucht worden, die Installation des Systems für den Normalverbraucher einfacher zu machen. Desktop, wie gesagt, was ist der Desktop, der verwendet wird? Das ist KDE. Eine der beiden großen Oberflächen im Prinzip genommen oder KDE. Derzeit ist es eben KDE in der Version 4.5 momentan. Das ändert sich halt je nachdem, was gerade veröffentlicht wird, wird das regelmäßig aktualisiert. Und wer steht hinter PC-BSD? Wie alle anderen Projekte hat natürlich auch PC-BSD eine Webseite, sprich pc-bsd.org. Und das ist ähnlich wie bei FreeBSD der Startpunkt, der Ausgangspunkt, wo ich alle Informationen, Dokumentation, Installationsmedien, Hilfestellen, Foren, Medienlisting, all das kann ich von dieser Seite aus erreichen. Hauptentwickler des Ganzen ist Chris Moore, der auch ziemlich aktiv auf der Medienlisten ist. Wenn man so ein Problem meldet, kriegt man relativ rasch innerhalb von einem Tag Antwort, oben ja, nein, Klärung nein. Also sehr kommunikativ. Und letzte Zeile hier steht X-Systems. X-Systems ist eine amerikanische Firma, die im Prinzip Server-Hardware produziert hat, die eben auch den Support für die amerikanische Armeebene das Ganze finanziert, teilweise Entwickler eingestellt hat, einfach das Ganze finanziell und materiell fördert, um PC-BSD den Einsatz von dem System voranzutreiben. Unterschiede habe ich schon kurz erwähnt. Wichtigster Punkt, grafisches Installationsprogramm. Im Gegensatz zu FreeBSD ist das Ganze vereinfacht worden. Es gibt weniger Optionen und ein grafisches Programm, ähnlich wie es von anderen Systemen Windows her gewohnt ist, um dem Benutzer einfach Startpack zu geben, dass er nicht 100 verschiedene Optionen konfigurieren muss, sondern einfach die wichtigsten Dinge im Netzwerk Benutzer anlegen, Schritt für Schritt automatisch durchgeführt werden, um möglichst rasch ein System zu bekommen, mit dem man auch arbeiten kann. KDE 4.x habe ich schon angesprochen, der Standard-Desktop. Das wird sich in der nächsten Version ändern. Derzeit allerdings, wenn wir PC-BSD installieren, ist die Desktop-Umgebung KDE. Als Standard. Alle anderen können zwar auch installiert werden, nach der Installation bin ich aber in einem KDE-System. Weiterer Unterschied, es gibt nach der Installation diverse vorinstallierte Programmpakete. Ja, zum Beispiel Firefox, das Internetbrowser, den VLC Media Player, Office-Paket, K3B, Programm zum Brennen von CDs. Wird im Gegensatz zur normalen FreeBSD-Installation, die nach der Installation normalerweise auf der Konsole ändert. Nicht mal der Mixer wird standardmäßig vorinstalliert. Nächster Punkt, PPI, Push-Button-Installer. Das ist eigentlich das Hauptmerkmal von PC-BSD, kann man sagen. Was ein PPI ist, das sind im Prinzip vorinstallierte Programmpakete, so eine Art Container, ähnlich wie eine Setup-Datei von Windows. Das heißt, ich lade hier runter, klicke einfach doppelt drauf und das ganze Programm wird automatisch installiert werden. Ich muss mich nicht in Abhängigkeit, Bibliothek, Betriebssystem, irgendwas kümmern. Ein Klick drauf, es wird installiert. Desktop-Verknüpfungen, alles andere wird einfach automatisch konfiguriert. Wiederum mit dem Ziel, es den Benutzer möglichst einfach zu machen. Ein
nutzbares System zu erhalten. Und zusätzlich sind noch ein paar eigene Systemwerkzeuge entwickelt worden, zum Beispiel um über eine grafische Oberfläche die Ports zu aktualisieren, den Quellcode zu aktualisieren, die man normalerweise über Skripts und so weiter machen wird. Auch das in einem Normalverbraucher den Umgang mit PC-BSD oder mit BSD zu erleichtern. Nächster Punkt, historisches. Wie lange gibt es PC-BSD eigentlich schon? Wir sehen die erste brauchbare Version 2005, also auch schon einige Jahre. Und wenn man sich die Versionsnummern durchgeht, sieht man, anfangs sind sie relativ niedrig, von 0515, und im September 2008 gab es dann einen großen Sprung auf die Version 7. Grund dafür ist, dass die Versionsnummern der aktuellen FreeBSD-Version angepasst wurden. Sprich, wenn ich jetzt, wie wir es heute machen werde, PC-BSD 8.2 installieren, dann weiß ich auf der Basis für dieses System, das veröffentlichte Release der FreeBSD 8.2 ist. Und letzte Zeile, was vorher wahrscheinlich noch kommen wird, abhängig davon, wann FreeBSD veröffentlicht wird, ist eben die Version 9.0 von PC-BSD, die einige Änderungen bringen wird, auf die wir zum Schluss kurz eingehen werden. Systemvoraussetzungen, im Prinzip im Großen und Ganzen die gleichen wie für normales FreeBSD, relativ überschaubar. Was wir hier haben, sind die Minimumvoraussetzungen. Damit kann ich es zwar installieren, es wird aber nicht wirklich Spaß machen. Zum Beispiel fehlt zum Beispiel eine 3D-Grafikkarte, die inzwischen auch Standard ist. Es ist ziemlich wenig Hauptspeicher verfügbar. Das Ganze wird dann zwar laufen, in der Regel ist es dann allerdings relativ langsam. Das heißt, normalerweise werde ich mindestens versuchen, ein System zu haben, das die empfohlene Hardware verwendet. Wir sind besserer Prozessor, etwas mehr Hauptspeicher, Festplattenplatz und hinter anderem als letzter Punkt die Grafikkarte mit Relay-Unterstützung, damit ich auch die ganzen Desktop-Effekte zum Beispiel verwenden kann, Videos schauen und so weiter. Sollte in der Regel heutzutage kein großes Problem mehr sein. Ein PC, der einigermaßen aktuell ist, sagen wir nicht älter als 5 Jahre, sollte das ganze Spiel erfüllen. Von der Installation her gibt es wie immer mehrere Möglichkeiten. Entweder ich kann es als einzelnes System betreiben oder ich kann es als Dual-Boot betreiben. Sei es jetzt mit Windows, mit Linux, was auch immer. Es gibt diverse Möglichkeiten, dass man beide Systeme über den Bootmanager alternativ starten kann. Wir werden uns in der Installation allerdings darauf konzentrieren, PC-BSD als einziges System auf die Platte zu installieren, weil das Ganze einfacher macht. Ein Punkt, den man noch beachten muss, was derzeit nicht geht, auch mit der PC-BSD-Installation, ist eine Änderung der Partition. Angenommen, Sie haben einen Windows-PC, der die Windows benutzt momentan die komplette Platte, dann müssen wir ein externes Tool verwenden, um die Platte aufzuteilen, vor allem freien Platz zu schaffen, um das Ganze entsprechend vorzubereiten. Was dafür verwendet wird, bleibt in der Regel dem Benutzer überlassen, entweder kommerzielle Produkte oder auch Open-Source-Produkte, Party Magic, G-Party zum Beispiel. Das ist das, was ich regelmäßig für mein Einsatz verwende. Gut. Was wir hier jetzt sehen, ist der Installationsbildschirm. Das heißt, jetzt wäre es soweit der Punkt erreicht, an dem man die CD einlegen müsste, den Rechner startet, die CD einlegt und das Installationsprogramm startet. Funktioniert das bei allen? Letztens soll das System von CD starten und wir kommen irgendwann zu dem ersten Startbildschirm, der mehrere Möglichkeiten gibt. Was wir jetzt verwenden wollen, ist Menüpunkt 1, der automatisch vorgewählt wird, eine Standardinstallation von PC-BSD durchführen. Was damit auch möglich wäre, wäre Punkt 3 zum Beispiel Boot in Live-Mode. Damit würden wir eine Live-CD starten, wo man das System erstmal anschauen kann, probieren kann, ohne das Ganze gleich direkt auf die Festplatte zu installieren.
Meldungen durch. Er zeigt jetzt Ihnen nur an, welche Hardware, Grafikkarte, Hauptspeicherprozess und so weiter er erkannt hat. Und wird dann irgendwann auf den Startbildschirm des Installationsprogramms, der hier auf der linken Seite sind. Hier hat er jetzt kurz eine Abfrage gemacht bei mir, das sollte auch bei Ihnen auftauchen. Soll ich Integrität des Installationspakets prüfen? Das ist eine Option, die man immer bejahen sollte. Falls nämlich beim Runterladen CD irgendein Problem auftrat, kann es sein, dass man ein unvollständiges Installationspaket hat. Was dann heißen wird, die Installation würde irgendwann abbrechen mit einer Fehlermeldung, die oft nicht allzu eindeutig sein kann. Deshalb ist es sinnvoll, immer das Ganze vorab zu prüfen. Inzwischen alles soweit? Oder klar, irgendwas Funkmus? Ja, falls der Rechner dann verwendet wird, bitte danke. Bernhard, sonst hast du die einfach als Druck und das jetzt sehr nachher. Ja, sonst gibt es da drauf. Das heißt, beide FH-Rechner funktionieren, sehe das richtig? Funktionieren.
Ich glaube, die meisten haben jetzt zumindest mal zu dem Punkt gekommen. Das ist das Installationsprogramm von PC-BSD. Hier auf der linken Seite gibt es die Hauptbereiche, die man konfigurieren muss. Es geht von der Tastatur los bis Systemeinstellungen, Benutzer, Netzwerk und so weiter. Und das System wird einen Dialog gesteuert durch die Installation durchführen. Erster Schritt, den man in der Regel macht, ist die Spracheinstellung zu ändern. Wenn ich den Standard übernehme, wird er eben eine englische Oberfläche starten. Hier gibt es also die Möglichkeit, aus dieser Auswahlliste hier Deutsch auszuwählen, was hier unter dem Namen German fungiert. Dann setze ich die Bildschirm kurz zurück und hier wird das Installationsprogramm schon auf Deutsch gestellt. Man sollte diese Option hier aktivieren. Wenn Sie das nämlich nicht machen, also keinen Rechnernamen vergeben, wird das System dem PC automatischen Rechnernamen zuweisen, der dann PC-BSD- in die Nummer heißt. Und in der Regel ist das nicht das, was ich haben will. Ich werde also die Checkbox nutzerdefinierte Name aktivieren und gebe dann meine gewünschten Rechnernamen, zum Beispiel mein System, PC-BSD, was auch immer Sie wollen. Nachdem das erledigt ist, führt mich ein Klick auf Weiter zum nächsten Bereich, in dem ich jetzt Tastatur auswähle. In der Regel will ich wahrscheinlich wieder eine deutsche Tastatur haben. Das heißt für mich im ersten Schritt, ich muss hier oben im Tastaturmodell die Tastatur ändern. Was ich nämlich benötige, ist dieser Eintrag, ein internationales Keyboard, damit ich auch die deutschen Umlaute verwenden kann. Und wiederum suche ich den Eintrag für Deutsch, German in dem Fall. Und auf der rechten Seite könnte man noch Spezialfunktionen für die Tastatur festlegen, die man nicht benötigt hat. Alle Umlaute Sonderzeichen funktionieren nach dieser Auswahl automatisch. Testen kann man das Ganze, indem man hier unten reinklickt und versucht, die ganzen Sonderzeichen zum Beispiel zu tippen. Die sollten eben alle dann deren Tastaturlayout entsprechen. Weiter wiederum geht es zum nächsten Bildschirm. Hier ist jetzt der entscheidende Bereich, Sie müssen jetzt festlegen, was Sie machen wollen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir konzentrieren uns jetzt auf PC-BSD und der Punkt, den wir jetzt haben wollen, ist eine Neuinstallation. Wir haben natürlich keine alte Version drauf, also fällt der nächste Punkt Abtritt in dem Fall weg. Dritter Punkt, aus Backup wiederherstellen, ist eine Sonderlösung. Das wird voraussetzen, dass ich meine komplette Installation bereits auf dem anderen System gesichert habe und von dort zurückspielen könnte. Also was wir wollen, wie gesagt, Neuinstallation, da wir davon ausgehen, dass wir eine leere Festplatte haben. Dann muss festgelegt werden, wollen wir PC-BSD installieren oder FreeBSD, beides gibt es mit einem Installationsmedium. PC-BSD wird eben unseren Standard-Desktop installieren. Wenn wir die zweite Option auswählen, kriegen wir FreeBSD installiert, ein System ohne Ports, ohne alles, wo man einfach in den Terminal einschalten könnte. Wäre eine Möglichkeit. Und zuletzt legen wir noch fest, Installationsquelle kann entweder DVD oder USB-Stick sein. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man die ganzen Installationsdateien von einem FTP-Server aus dem Internet bezieht. Da wir aber die DVD vorliegen haben, wählen wir die erste Option.
Also Neuinstallation von PC-BSD von einer DVD. Wir gehen weiter. Nächster Punkt ist die Einteilung der Festplatte. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, PC-BSD als alleiniges System zu betreiben, das ist das, was wir jetzt machen werden, oder ein Dual-Boot-System mit Windows und mit Linux aufzusetzen. In dem Fall, wenn PC-BSD als alleiniges System ist, gibt es hier eine Option, komplette Festplatte verwenden. Das heißt, ihr werdet den gesamten Speicherbereich verwenden. Gibt es mehrere Systeme, Vollschild, Windows und so weiter, dürfte ich die Option komplette Festplatte hier auf keinen Fall verwenden. Dann würde ich eben Unused Space in dem Fall auswählen und ihr da über die erweiterten Optionen festlegen, wie viel Speicherplatz will ich wirklich für PC-BSD reservieren. Hier unten wird festgelegt, welches Dateisystem wir verwenden wollen. Standard ist UFS-Filesystem, Standard eben auf PC-BSD mit Soft-Updates. Es gäbe auch die Möglichkeit, ZFS zu verwenden. Kann ich hier nicht durchführen, weil es vor allem, wenn ich läuft, zu wenig Speicher und so weiter. Aber auch die Möglichkeit besteht inzwischen. Seit der Version 8.2 ZFS als Dateidatei zu verwenden. Weiters gäbe es die Möglichkeit, die Benutzerdaten zu verschlüsseln. Auch das ist mal vorerst weg, weil es ganz sehr schwer ist. Alles das ist im Anspruch ausführlich beschrieben, dazu kommen wir später noch. Wie gesagt, was wir machen wollen, verwenden die komplette Festplatte und können im Prinzip dann auf Weitergehen. Eine Option, die wir noch haben, hier in Rot markiert, Bootloader installieren. Den brauche ich in der Regel dann, wenn ich mehrere Systeme installiere. Wenn Windows vorhanden ist, brauche ich eine Möglichkeit, beim Systemstart auszuwählen, soll er nach Windows starten oder soll er eben PC-BSD. In dem Fall, als Leitungssystem ist, bräuchte ich es nicht auswählen. Ich kann ihn trotzdem auswählen, das macht für das System keinen Unterschied. Auf meinen Systemen wähle ich es immer aus, aber wie gesagt, wenn es nur PC-BSD auf dem Rechner ist, dann brauche ich die Option nicht auswählen. Das Ganze mit weiter bestätigen. Und jetzt kommt der Bereich, wo wir Benutzer festlegen. Wir benötigen in der Regel 2 Benutzer, ein Systemadministrator, der ein Passwort bekommen muss. Ohne Passwort ist nicht möglich aus Sicherheitsgründen. Und wir legen in der Regel einen Benutzer ohne Rechte an. Als erstes muss also ein Passwort definiert werden, das zur Sicherheit nochmal bestätigt werden muss. Und wir sehen, solange die nicht gleich sind, ist unten in der roten, ganz unten eine rote Zeile, die roten Passwörter stimmen nicht überein. Erst wenn wir zweimal das gleiche Passwort eingegeben haben, geht die Meldung weg und ich kann zum nächsten Schritt weitergehen. Der ist ein Benutzer anzulegen, normalen Benutzer ohne Administrator, ohne Root-Rechte. Wir geben Benutzernamen, vollständigen Namen und wiederum ein Passwort. Was ich noch festlegen muss, da wir auf Unix-Ebene arbeiten, eine Standardshell, die zugeordnet werden soll. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. C-Shell ist nach wie vor der Standard. Was ich allerdings immer auswähle, ist die 100 zusätzlich. Ist die Bash, die auch unter Linux die Standardshell ist. Wenn ich die Angaben mal erledigt habe, wichtig auf den Punkt Hinzufügen klicken. Nur dann wird der Benutzer unten die Liste der Benutzerkonten übernommen. Ganz unten gibt es eine Möglichkeit, Benutzer automatisch einloggen. Kann man machen. Das System startet und wird für Windows, wenn es nur einen Benutzer gibt, diesen automatisch in den KDE-Desktop einloggen. Ansonsten ändert der Bootprozess am Login-Manager Vortrag. Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein, erst dann wird er sich mit KDE verbinden. In dem Fall lasse ich die Meldung also weg. Nächster Punkt, Zeitzone. Hier gibt es im Prinzip die ganzen Standardfunktionen. Als die E zum Beispiel springt man schon mal nach Europa und ich wähle eben meine Zeitzone in dem Fall Europe, Vienna aus, mitteleuropäische Zeit, Sommerzeit in dem Fall. Und dann wird automatisch aktiviert, soll der Rechner sich automatisch mit Zeitzone abgleichen, um die Systemzeit immer korrekt zu halten. Kann ich aktiviert lassen oder nicht, je nachdem, was ich haben will. Und ich kann eine Option aktivieren, entferne alle anderen Sprachenunterstützungsdateien. Was heißt das? Da wir KDE installieren, kommen in der Regel
20, 30 verschiedene Sprachpakete mit, die letztlich nur Speicherplatz verbrauchen. Ihr könnt also außer Englisch und Deutsch alles, Französisch, Italienisch, was auch immer, von der Festplatte löschen oder gar nicht mit installieren, um mehr Speicherplatz auf der Festplatte zu haben. Das ist das, was diese Option machen wird. Ich ignoriere das Ganze jetzt mal, gehe weiter. Und dann kommen wir zum Bereich Komponenten. Das ist der Bereich, der jetzt verfügbare PPIs, also Pakete, Container enthält, bereits vorkonfigurierte Pakete, die ich bei Kompilieren oder Packages Ports installieren muss. Hier gibt es eine Auswahl von Mozilla, OpenOffice, man kann die FreeBSD Ports installieren, FreeBSD, die Sourcen, den Quellcode, Mozilla, den Thunderbird als E-Mail-Client und eben auch den VLC Media Player und Videos, MP3s und so weiter aufgespielt. Auswählen, einfach einen Klick hier drauf und ich würde dann nach rechts das Ganze in den rechten Bereich verschieben und ihr wird dann gezielt diese Pakete zusätzlich installieren. Ich wähle jetzt nur dann Firefox aus, weil mit VMware relativ langsam ist. Aber es macht auch kein Problem von einem normalen PC, wenn es einfach alle auswählt. Damit ist die Eingabe der Benutzerdaten abgeschlossen. Das System bietet nochmal einen Überblick, was es jetzt machen wird. Es gibt eben an, wie wird die Festplatte aufgeteilt und zusätzlich welche Komponenten, zusätzliche Softwarepakete sollen installiert werden. In dem Fall bei mir ist es nur Firefox und es wird auch Benutzer Johann angelegt. Das sind die Daten, die werden Sie schon übergeben und danach geht eben mit dem Klick auf Weiter die Installation los, wenn wir hier Yes bestätigen. Michael, ist der Laptop nicht dabei oder? Klappt das bei allen soweit? Sind wir an dem Punkt? Wie gesagt, das wird jetzt in Abhängigkeit vom System eine Weile dauern, deshalb würde ich dann mit der Theorie weitermachen, bis das Ganze installiert ist. Bei mir dauert es vermutlich noch länger, weil ich eben das Ganze noch eine Maschine betreibe.
die Installation das bei allen? Dann würde ich nämlich da links weitermachen mit Theorieblock, weil jetzt, wenn die Installation läuft, können wir sonst eh nichts machen. Gut. Das, was wir jetzt installieren, ist wie gesagt PC-BSD 8.2, das aktuelle Release, das wiederum auf FreeBSD 8.2 basiert. Die Zukunft wird also, die nächste Version wird 9.0 darstellen, Basis des ganzen FreeBSD 9.0, Erscheinungsdatum hoffentlich noch dieses Jahr. Was wird sich in PC-BSD ändern? Ein Hauptunterschied im Vergleich zu jetzt wird sein, dass wir hier die freie Wahl des Desktop-Managers haben werden. Bis jetzt, wie gesagt, ist es PC-BSD. In Zukunft wird es auch möglich sein, im Rahmen der Installation anderer Desktop-Umgebungen, GNOME, Fluxbox, XFCE, LXDE und so weiter auszuwählen und komplett auf das KDE zu verzichten, falls ich das nicht haben will. Falls ich sage, GNOME ist das, was ich haben will, kann ich entscheiden, KDE soll auch nicht auf die Platte installiert werden. Dazu war es nötig, dass die ganzen Systemtools, die ganzen Spezialsachen, die PC-BSD verwendet, von KDE bzw. dem Qt-Toolkit gekoppelt wurden. Alle die Spezialfunktionen sind jetzt letztlich in ein Shell-Skript gepackt worden, was den Vorteil hat, ich kann sie im System einsetzen, egal ob ich jetzt GNOME, XFCE oder KDE verwende. Spielt keine Rolle mehr. Und was auch ein großer Unterschied ist, die PPIs, diese vorinstallierten Softwarepakete, können in Zukunft gemeinsame Bibliotheken verwenden. Das Problem, das wir jetzt nämlich haben, ist zum Beispiel, wenn Firefox und Thunderbird Bibliotheken verwenden, werden die trotzdem zweimal heruntergeladen und zweimal separat installiert. Dieser ganze Container wird im Prinzip in ein Folder installiert. Selbst wenn die Bibliothek schon vorhanden ist, stellt sich das derzeitige System überhaupt nicht an. Es wird einfach nochmal die Platte gebügelt, was dazu führt, dass einerseits Installationspakete relativ groß sind und andererseits die Bibliotheken zweimal, dreimal, vierfach oder auch öfter sein können, was dessen wiederum zu Platzverschwendung führt. Auch das wird in PC-BSD noch nicht nur behoben werden. Das heißt, es wird dazu führen, dass ein Update von Firefox statt jetzt aus Nummer 50 MB nur noch 5 MB betragen könnte. Schnellerer Download, schnellere Installation, schnellere Aktualisierung des Systems. So wird das Ganze dann aussehen. Wir haben also wieder den bekannten Installationsscreen von vorhin, mit dem Unterschied, dass wir hier jetzt einen Bereich haben, der sich Desktop nennt. Das wäre dann der Bereich, wo Sie festlegen, soll jetzt KDE als mein Desktop installiert werden, soll es XFCE, GNOME oder was auch immer sein. Kann man das Ganze schon testen? Ja, die Möglichkeit gibt es. Die Entwickler veröffentlichen laufend in der Regel so einen Monatsabstand Snapshots, wie sie das Ganze nennen, vorkonfigurierte ISO-Images, die man runterladen kann und sich auf dem eigenen System installieren kann. Was man dabei übrigens beachten muss, die ganze Entwicklung ist derzeit noch im Alpha-Stadium. Das heißt, das System kann nicht nur abkacken, es wird irgendwann abkacken. Das System. Irgendwann werden sie in einen Bug reinlaufen, der nicht behoben werden ist. Grundvoraussetzung, wenn man das Ganze so machen will, ist, dass man die Mailingliste PC-BSD-Testing abonniert. Da wird einerseits bekannt gegeben, wann gibt es eine neue Version, welche neue Funktionen gibt es, Fehlerberichte gehen auf die zurück, die Entwickler antworten darauf. Über diesen Weg ist es möglich, bereits im Anfangsstadium von den neuen Funktionen, die künftige Versionen haben werden, teilzunehmen. Wo gibt es weitere Informationen? Wichtigste Anlaufstelle, wie gesagt, PC-BSD.org, die Startseite des Projekts. Und hier gibt es Zugang zu den ganzen Dokumentationen, zum Vor-, Handbüchern und so weiter. Hier den Bereich Download, wo man neue Versionen runterladen kann. Dann gibt es ein eigenes Blog für PC-BSD. Das ist im Prinzip der Bereich, wo man am leichtesten mitkriegt, was hat sich geändert. Gibt es eine neue PPI-Version, gibt es neue Testversionen, gibt es irgendwo Konferenzen und so weiter. Auch der Blog ist hier über die PC-BSD-Startseite verfügbar. Dann gibt es analog zu FreeBSD inzwischen ein PC-BSD-Handbook, das umfassend alle Schritte von der Installation bis zur Konfiguration, Benutzerverwaltung und so weiter alles beschreibt, was Sie für den täglichen Umgang mit PC-BSD wissen müssen.
Wie die meisten anderen Projekte gibt es inzwischen auch ein Wiki. Auch das ist über die Startseite verfügbar. Gedruckte Literatur selbst gibt es relativ wenig noch. Das Einzige, was es momentan gibt, ist der letzte Eintrag, der Definitive Guide to PC-BSD, der letztes Jahr erschienen ist, allerdings als Basis die Version 8.0 hat. Das heißt, im Bereich veraltet sein wird. In der Regel die richtige Anlaufquelle ist also das PC-BSD-Handbuch, das jeweils in dem Fall 8.2, also passend zur Version 8.2 ist. Das sind, wie gesagt, hier für den Startbereich über den Punkt Handbuch verfügbar ist. Der Link verzweigt direkt ins Wiki, man könnte also das Handbuch herunterladen oder es gibt auch die Möglichkeit, hier unten bereits das Handbuch zur Version 9.0 zur aktuellen Testversion etwas runterzuladen. Da sind bereits die ganzen Änderungen für die kommenden Versionen etwas beschreiben. So viel zur Installation, Hintergrund des PC-BSD. Gibt es noch ein paar Fragen, abgesehen von der Installation jetzt? Ja. Man hat am Anfang ja auswählen können, ob man ZFS verwenden möchte. Gibt es die Option auch, wenn man FreeBSD-Version will? Nicht im Installationsprogramm. Handbetrieb. Für die ZFS-1-ZFS-Installation gibt es das ZFS-BSD, oder wie heißt denn der von Martin Matuska, das ist einer der ZFS-Maintainer unter FreeBSD, der hat ein Image, das man auf USB-Stick oder auf ISO trennen kann und damit dann eine reine ZFS-Installation zu machen. Das geht mit der recht geschmeidig, wie er mit der momentan. Ich habe ZFS-BSD, also nur so im Fall auf ZFS. MFS-BSD, MFS-BSD ist voll. Aber es ist nicht Teil des Installations. Das ist, hat man nicht mit PC-BSD, das ist ganz wichtig, du musst mit PC-BSD zu tun. Ja, die Frage war wie für FreeBSD. Genau, ja, das ist. Und da hat es noch die Option gegeben, aus Backup wiederherstellen. Da hat es die Option noch gegeben, aus Backup wiederherstellen, oder? Ja. Und wie muss man das Backup erstellen, damit das geht? Das Problem, wie die das entwickelt haben, ist, man braucht im Prinzip zwei funktionierende PC-BSD-Systeme, die auf dem ersten wirklich die Daten sichern, die werden über R-Sync und SSH auf den zweiten exportiert, dort irgendwo als Backup abgelegt und ich würde mich dann im Rahmen der Installation über R-Sync wiederum mit diesem zweiten Backup-Server verbinden und von dort meine Daten restaurieren. Also es gibt, wenn ich ein installiertes PC-BSD habe, dann kann ich auch quasi auf Backup klicken und mein Backup erstellen. Ja, wobei sie wie gesagt zwei Systeme brauchen, zwei lauffähige PC-BSD-Systeme. Achso, okay. Geht das nur mit PC-BSD oder kann man das mit einer anderen SSH-in-Kombination vermutlich auch machen, oder? Das Problem ist, die haben eigene Pakete dafür geschrieben. Okay. Das ist diesen Live-Server, wie die das nennen, damit das funktioniert. Der Hintergrund ist zwar normales R-Sync und SSH, trotzdem verwenden die beide auf die jeweiligen PC-Installationen separate Server-Module, was auch immer. Ich habe es noch nie verwendet, in der Regel trage ich meine wichtigen Verzeichnisse sicher die Home-Partition weg und bin dann schneller, wenn ich einfach das Ganze plätte, was ich wirklich geschossen habe. Ich installiere das Ganze neu, kopiere einfach sicher meine Backups retour, bin dann schneller, als bevor ich da ein zweites System aufgesetzt habe. Weil letztlich läuft das zweite System dann neu im Hintergrund mit, macht aber nichts, außer die Backups zu speichern. In dem Fall geht das Backup für FreeBSD auch nicht. Das geht nur bei PC-BSD. Das ist eine reine PC-BSD-Lösung. Ja. Also, weil die, obwohl sie R-Sync verwenden, was es auch auf FreeBSD gibt, zusätzlich irgendwelche Code-Teile, Server, Clients, was auch immer da reinprogrammiert haben. Okay. Wie schaut es mit der Multimedia-Unterstützung aus? MP3-Support, DVDs abspielen? VLC, out of the box. Ebenfalls out of the box funktioniert das Flash-Plugin. Das ist im Paket, das ist im Firefox drin und so weiter. Die haben also das ganze Soundkartenerkennung, alles das wird automatisch aktiviert. Und Notebook-Hardware? Problematisch oder? Das gleiche Problem mit FreeBSD. Letztlich ist es nach wie vor ein FreeBSD, nur ein paar Erweiterungen. Alles, was unter FreeBSD läuft, bringt es auch unter PC-BSD zum Laufen.
Also momentan eher empfehlenswert Grafikchips, also Schwierigkeiten mit neuen Intel-Chips. Okay, Nvidia-Problem. Nvidia schaut gut aus, weil wir auf einmal offizielle Nvidia-Treiber haben. Ja. Und die sind auch beim PC-BSD auch mit dabei schon. Also würde ich sagen, momentan, wenn ich mal ein Notebook kaufen würde für den Einsatz, würde ich mal mit Nvidia-Chips auskaufen.